Give me 5. Brav und sag Hallo zu den Zusehern. Ne? Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen schon mal bei einer Hunderauferei dabei waren. Ja. Ob die von anderen Hunden waren oder von ihren eigenen Hunden, sie wissen, was da los ist. Da geht es hitzig zur Sache, das ist laut, das ist wild, da fliegen teilweise die Fetzen, ja, und jede Faser in ihren Körpern schreit danach, die Nerven zu schmeißen. Die meisten von uns wissen das. Ja. Vor einigen Tagen hat mich eine sehr nette Dame angeschrieben. Die hat mich gefragt, was sie tun könnte, wenn ihr Königspudel mal in solch eine hitzige Schlacht verwickelt wird. Ja. Ich versuchte, ihr einige Pauschaltipps zu geben, aber Sie wissen ja, wie das ist. Ich habe dieses Thema schon mal auf diesem Kanal behandelt, ein Video gemacht, habe das aber dann wieder vom Netz genommen. Aus verschiedensten Gründen möchte ich das heute wiederholen, denn ich denke, das gehört zum Alltag eines Hundebesitzers dazu. Jeder unserer Hunde kann in einen Konflikt geraten. Ich weiß natürlich, dass die meisten von Ihnen zum Thema auf Zack sind. Die wissen genau, wie der Hase läuft, was zu tun ist. Doch viele der Zuseher wissen das nicht, die kamen noch nie in so eine Situation. Und auch hier bin ich mir sicher, dass der eine oder andere Tipp oder gute Ratschlag dankend entgegengenommen wird. Ich möchte das tun in diesem Video, Ihnen einige Tipps, einige Vorschläge machen. Aus meiner Sicht, ich lade auch Sie herzlich dazu ein, dasselbe zu tun. Und das in die Kommentare hineinzuschreiben, denn wir alle würden davon profitieren. Liebe Zuseher, mir ist eines ganz wichtig und das möchte ich betonen, bevor ich hier loslege. Ganz wichtig ist mir das. Passen Sie auf. Alle Tipps, alle Vorschläge, die von mir an Sie gehen, das sind Tipps und Vorschläge, die auf meine persönlichen Erlebnisse basieren. Das sind Dinge, die bei mir und meinen Hunden funktioniert haben. Das garantiere ich Ihnen. Was aber nicht bedeutet, dass die auch zwingend bei Ihnen und Ihrem Hund funktionieren. Es soll also dann keiner schreiben, Ronny, du schreibst einen Blödsinn, das stimmt nicht, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, vielleicht bei Ihrem Hund. Bei meinen hat's funktioniert. Nur damit wir gleich wissen, wie ich das meine. Also, alles, was Sie hier an Tipps und Vorschläge von meiner Seite bekommen, habe ich erlebt, hat bei meinen Hunden funktioniert. Jetzt kennen wir uns aus. Ja, für jede Hunderauferei, die ich schon gesehen habe, ob das meine Hunde waren oder Hunde am Abrichteplatz waren oder außerhalb des Abrichteclubs, möchte ich 10 Euro haben. Ich glaube, ich könnte mir ein recht schönes gebrauchtes Auto davon kaufen. Ist so. Was meine Hunde betrifft, Boris, unser erster Hund, war da pflegeleicht. War ein Bär mit ziemlicher Präsenz, 75 cm Schulterhöhe, an die 65 Kilo schwer, ruhig, gelassen, selbstsicher. Da hat er in seinen 11,5 Lebensjahren vielleicht 10 Beißereien. Alle verbal abzubrechen gewesen, also nichts Besonderes. Herrlicher Hund gewesen. Shiro, mein Tosaino, der wurde leider nur 10 Monate alt und hatte in diesen 10 Monaten eine Meinungsverschiedenheit, ebenfalls mit einem Junghund, also nichts, das erwähnenswert wäre. Vito ist ein Bandit, ja, und hat sich in den letzten 3 Jahren etwa in 12 Schlachten geschmissen. Ja. Die letzte mit dem Deutsch-Langhaar-Rüden des Jagdleiters von Neudörfel. Ja. Da bekamen beide eine Kleinigkeit ab, aber nichts, das für schlaflose Nächte sorgte. Also Vito hat ein blutendes Ohr und der Deutsch-Langhaar verließ den Schauplatz humpelnd, aber das war auch 2 Tage später wieder vorbei. Nichts wirklich Gravierendes. Auch die Fights von Vito waren alle verbal zu stoppen. Attila allerdings. Attila, lieber Zuseher, mein American Pitbull Terrier, der formte mich in den 14,5 Jahren, die er lebte, zu einem auf ihn zugeschnittenen Hundekampfabbruch-Spezialisten. Glauben Sie mir das? Der Hund, das Problem bei diesem Hund war, schauen Sie, man hat schnell mal einen Rüden oder eine Hündin, die anderen gleichgeschlechtlichen Artgenossen gegenüber verkümmertes Sozialverhalten vorzeigt. Ja. Oftmals handelt es sich hierbei dann nur um hitzige Geplänkel, um nicht bitter todernste Kämpfe. Bei Attila war es so, das gibt es öfter, ja, dass jeder seiner Auseinandersetzungen einen Vernichtungskampf darstellte. Ja, also hitzige Geplänkel, das kannte er nicht. Der startete mit der Einstellung in den Kampf,
den anderen Hund zu beschädigen. Ja. Doch was ist ein Beschädigungskampf? Das ist eine relative Geschichte. Ja. Beschädigungskampf, sagt man ja, ist eine Sache, die nur selten vorkommt. Zumeist sieht man die hitzigen Geplänkel, kurze Gefechte über mehrere Sekunden, die sich dann zumeist von alleine auflösen oder durch verbales Stoppen zu beenden sind. Ja, hier nehmen die Hunde auch häufig gar nichts mit. Ja, die eine oder andere kleine Punktierung, kleine blutende Wunde, Hautabschürfungen, aber zumeist nichts Schlimmes. Meistens gar nichts. Ja. Also Vito hat eigentlich noch nie wirklich was abbekommen, bis auf das letzte Mal. Beschädigungskampf nennt man Kämpfe, wo beide Kontrahenten die geistige Einstellung zeigen, den anderen Kontrahenten töten zu wollen. Ja. Und da kann es sehr schnell knifflig werden. Doch schauen Sie, es kann auch bei hitzigem Geplänkel zu schwersten Verletzungen kommen. Ja. Also zu Streitereien, Konflikten zweier Hunde, die das Ganze nicht todernst sehen und es nicht darauf aushaben, den anderen zu töten, kann es zu schwereren Verletzungen kommen. Schauen Sie, stellen Sie sich vor, ein 60 Kilo schwerer Raute gerät in Konflikt mit einem 8 Kilo schweren Jack Russell Terrier in ein hitziges Geplänkel. Ja, aber das Kauwerkzeug des Rottweilers ist alleine so groß wie der ganze Jack Russell Terrier. Was soll ich Ihnen sagen? Sie verstehen schon, was ich meine. Es ist also immer so, egal ob Beschädigungskampf oder hitziges Geplänkel, dass man so rasch wie möglich gekonnt handeln sollte, um das Ganze zu beenden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einer Meinung, denke ich mal. Ja. Ich möchte Ihnen jetzt kurz mal einige Dinge sagen, die für mich als absolutes No-Go in so einem Fall gelten. Ja. Meine Meinung. Ja. Beginnen wir mal mit dem Reintreten. Reintreten ist eine kontraproduktive Sache. Ja. Leute gesehen, die haben auf ihre eigenen Hunde eingetreten. Leute gesehen, selbst auch schon erlebt, die auf den Kontrahenten eingetreten haben. Ich habe Leute gesehen, die mit voller Kraft in wirklich kleinwüchsige Hunde hineingetreten haben. Ja. Hunde, die man mit einer Hand trennt voneinander, mit voller Wucht reingetreten haben. Ich habe Leute gesehen, die das getan haben bei Hunden mit 60, 70, 80 Kilo, wo die Tritte verpufft sind am Hund, ja, die im Rausch des Kampfes nicht wahrgenommen hat. Ja. Es passiert ja oft, es ist oft so, unterschätzen Sie das nicht, dass nach Beendigung des Kampfes dann die Hundebesitzer miteinander in Konflikt geraten. Ich möchte Ihnen kurz mal eine Geschichte erzählen. Gehört zum Video dazu. In den 90er Jahren war ich mit Attila, meinem American Pitbull Terrier, auf der Wiese unterwegs, an der Leine, selbstverständlich, und kannte von der Ferne etwa 100 Meter entfernt einen großen schwarzen Rüden. Für mich war schnell zu erkennen, dass mein Hund diesen Rüden interessiert, und er begann sich zu nähern. Ich warnte den Besitzer dieses Hundes rechtzeitig. Bitte erhalten Sie Ihren Rüden. Mein Hund verträgt sich nicht mit anderen Rüden. Worauf der mir erwiderte, mein Hund tut nichts. Ich sagte gleich darauf, das mag schon sein, aber mein Hund tut was. Bitte rufen Sie Ihren Rüden zurück. Er erwiderte nochmal, mein Hund tut nichts. Was ist geschehen, liebe Zuseher, das sage ich Ihnen gleich. Der Rüde war irgendwann mal da, recht flott unterwegs gewesen, mit guter Absicht. Da wollte er einfach nur ein Kennenlernen starten. Doch mein Hund hatte böse Absichten und schlug zu. Mein Hund tut nichts. Lief nicht davon, sondern nahm den Kampf an. Der nahm den Kampf an. Es entwickelte sich eine hitzige Schlacht, bei welcher dieser große Rüde recht schnell am Unterlegen war. Als das der andere Besitzer erkannte, begann der mit voller Geschwindigkeit in die Szenerie hineinzulaufen, holte mit den Beinen aus und trat meinen Hund mit allerhöchster Kraft und vollster Wucht 3- oder 4-mal schwer gegen die Rippen. Meinen Hund. Mittels Zusammenarbeit konnten wir den Kampf trennen. Mein Hund hat da nichts mitbekommen, das ist mir später dann klar geworden. Doch in dem Moment, als das von dem Hundebesitzer von dem anderen getan wurde, befürchtete ich schon, dass er meinem Hund die Rippen gebrochen hat. Ja. Ich band meinem Hund nach dem Kampf um einen Baum an, vergewisserte mich nochmal, dass er gesichert ist, das war er, begab mich dann zu dem Hundebesitzer hin, gab ihm eine schallende Ohrfeige, dem zog's die Beine weg, der krachte auf den Ellbogen, verletzte sich, hat die Polizei angerufen, hat mich angezeigt und ich wurde finanziell abgestraft. Ja. Lieber Zuseher, wie komme ich dazu, ja, dass mein Hund vor meinen Augen da wirklich schwerst mit Verletzungsabsicht in die Rippen getreten wird von einer Person, die an dem Ganzen Schuld hat. Ja. Sie müssen schon meine Reaktion irgendwie verstehen. Ich weiß schon, Gewalt ist das letzte Mittel und hin und her ist mir schon klar. Ja, aber
Gehen Sie mal in sich und versetzen Sie sich in meine Situation. Ja? Das tut man nicht. Und ich garantiere Ihnen, wenn ich mit Vito unterwegs bin und der schuldlos zum Handkuss kommt, weil ihm ein anderer Hund überfällt und Vito eventuell die Oberhand gewinnt und der andere Hundebesitzer auf meinen Hund einschlägt und eintritt, können Sie sich sicher sein, dass sich auch der eine schallende Ohrfeige einfängt. Das garantiere ich Ihnen. Und dazu stehe ich. Ist so, das tut man nicht. Es muss doch möglich sein, dass ich nicht so asozial bin, um Warnungen eines anderen Hundebesitzers ernst zu nehmen und dementsprechend zu handeln. Ja, also das sagt uns doch der normale Hausverstand. Ja. Also reintreten, so eine kontraproduktive Geschichte, wurde jetzt etwas zornig, tut mir leid. Ich setze wieder das freundliche Gesicht auf. Ja. Na, ist so, ja, also dass da die Emotionen hochkochen können, das ist schon ganz klar. Ja. Karabiner, schlagen Sie niemals mit dem Karabiner, Leinenkarabiner in zweikämpfende Hunde hinein. Ich weiß von einer Dame, die das tat und die dabei ihren eigenen Hund mit dem Karabiner das Augenlicht ausschlag. Also der war blind. Werfen Sie sich niemals mit vollem Körpereinsatz in zweikämpfende Hunde hinein. Tun Sie das niemals. Ja. Da schnappen zwei scharfe Kiefer zu, bis Verletzungsgefahr. Ganz, ganz groß. Und oberstes Gebot Nummer 1, greifen Sie niemals mit den Händen zwischen die Köpfe zweier kämpfender Hunde. Tun Sie das nicht, liebe Zuseher, wenn Ihnen Ihre Gesundheit lieb ist. Das ist so, als würden Sie Ihre Hand in einen Holzhäcksler hineinstecken. Die ist kaputt. Ich sah diesbezüglich schon Verletzungen. Da war die Hand durchgebissen, die Knöchelchen kaputt, Nerven schwerst beschädigt. Ja, bis an Ihr Lebensende sind die kaputten Nervenenden da drin. Tun Sie das nicht, greifen Sie niemals zwischen die Köpfe zweier kämpfender Hunde. Ja. Ich weiß von einigen Methoden, die schon angewandt wurden, zu welchen ich mich nicht näher äußern möchte, die ich Ihnen aber trotzdem preisgeben möchte. Ich weiß von Leuten, die ganze Pfefferspray-Dosen auf den Köpfen zweier kämpfender Hunde entleert haben. Ja. Ich weiß von Menschen, die Elektroschocker zum Einsatz brachten, obwohl vor ihnen der andere Hundebesitzer stand, der bemüht war, den Kampf zu trennen. Ich meine, ja, auch so eine schallende Ohrfeige-Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Sie Elektroschocker-Träger sind, ja, dass wenn Sie mit einem kleinen Hund an der Leine unterwegs sind und von einem großen Hund überfallen werden, von welchem der Besitzer weit und breit nicht zu sehen ist und dieser große Hund klar erkennbare Tötungsabsicht Ihrem Hund gegenüber zeigt, ja, dass Sie dann einen Elektroschocker einsetzen. Das kann ich verstehen. Ja. Aber wenn ein Hund in einen Kampf gerät und vor mir der andere Hundebesitzer steht, der bemüht ist, diesen Kampf zu beenden, dann noch zusätzlich den Elektroschocker einzusetzen. Also das ist ein tätlicher Angriff, meiner Meinung nach. Und auch der verdient sich meiner Meinung nach eine schallende Ohrfeige. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber da draußen laufen wirklich Verrückte herum. Ja. Das ist so eine Situation. Also das sind zwei Dinge, wo ich weiß, dass sie angewandt wurden. Ich weiß nicht, ob sie nach wie vor angewandt werden, aber ich kann mir das gut vorstellen, ja, aber das ist krank. Ja. Ich sage Ihnen jetzt, was Sie tun können. Lassen wir mal eine der Lieblingsmethoden, das Wasser in Hunde reinschütten, weg. Ja? Denn die wenigsten von uns sind mit einem 20 Liter Wasserkanister am Rücken mit ihren Hunden draußen unterwegs. Doch sollten Sie das sein, dann konzentrieren Sie sich auf die Köpfe, auf die Nasen der Hunde mit dem Wasser. Ja? Nehmen Sie ihnen den Sauerstoff zum Atmen, geben Sie ihnen Wasser zu atmen. Ja? Das hindert Sie zumeist am Weiterkämpfen, nicht das pure Anschütten. Ja, aber wir lassen das mal außen vor. Die wenigsten von uns haben Zugriff auf Wasser in genügender Menge, möchte ich mal sagen, wenn sie mit ihren Hunden unterwegs sind. Folgendes. Alle meine Hunde, bis auf Attila, waren verbal von einem Kampf wieder abzurufen, zu stoppen. Nur deswegen natürlich, weil da auch die Kontrahenten mitgespielt haben und sich diesbezüglich ebenfalls beeindrucken ließen. Da müssen immer beide Hunde mitspielen. Es nutzt nichts, wenn Ihr Hund auf ein verbales Abbruchssignal reagiert, der andere Hund aber nicht und weiterkämpfen möchte. Ja. Also da muss schon der Kontrahent auch mitspielen, ist mir klar. Bei meinen Hunden ist mir das aber immer geglückt, sowohl bei Boris wie auch bei Vito. Von Shiro brauchen wir gar nicht reden, das war ein jugendlichen Geplänkel damals das eine Mal. Attila konnte ich verbal niemals abrufen, ging nicht. Da musste ich immer zur Tat schreiten. Aber mein Tipp an Sie ist, zuerst mal versuchen Sie, das Ganze verbal zu stoppen. Namen zu rufen. Aus. Aus! Die Möglichkeiten stehen gut, dass die Hunde sich davon beeindrucken lassen und nach einigen Sekunden den Kampf beenden. Ich habe vergessen, oberstes Gebot,
In solch einer Situation bewahren Sie Ruhe, auch wenn jede Faser in Ihrem Körper schreit, die Nerven zu schmeißen. Ich weiß, wie das ist. Bewahren Sie Ruhe, das muss man lernen. Ich weiß, da fliegen die Fetzen, da ist alles wild, da ist es laut. Man hat Angst um seinen Hund, um Gottes Willen, was geschieht da? Man wirft sämtliche Vernunft über Bord und macht die verrücktesten Dinge. Man kann es lernen, glauben Sie mir das. Attila hat mir das gelernt und im fortgeschrittenen Stadion war ich derart stoisch, ruhig, wie es sich die wenigsten vorstellen können. Man kann es lernen. Es ist absolut kontraproduktiv, hier hysterisch und nervös zu werden. Und versuchen Sie das auch dem Besitzer des anderen Hundes mitzuteilen. Versuchen Sie dem Besitzer des anderen Hundes mitzuteilen, dass Sie zusammenarbeiten müssen. Holen Sie den runter, egal was für verrückte Dinge der macht. Und weil der Saltos schlägt oder im Kreis läuft vor Nervosität, versuchen Sie den ebenfalls zu beruhigen. Wenn verbale Abbruchsignale nicht fruchten, denn dann kommt es für mich zur Scheibtruhe. Scheibtruhe und Technik, Taktik, das ist eine umstrittene Sache, ich weiß. Ich weiß, weil viele Hundebesitzer, die das getan haben, um die Hunde aus dem Kampf zu nehmen, dabei schon von den eigenen Hunden geschnappt wurden. Ist mir klar. Schauen Sie, ich sage Ihnen was. Ich musste diese Technik bei Attila an die 100 Mal anwenden. Ja. Kein einziges Mal wurde ich von meinem Hund geschnappt. Und mir ist doch klar, dass speziell Bullterrier-Rassen, Attila war ein Bullterrier, American Pitbull Terrier, sich dafür eignen, mit der Scheibtruhen-Technik aus dem Kampf genommen zu werden, weil sie speziell auf solche Dinge selektiert wurden. Aus dem Kampf genommen zu werden, ohne auf den Menschen, der das tut, zurückzubeißen. Sie kennen die Geschichte von Bullterrier. Wenn nicht, lade ich Sie ein, sich eines der Bullterrier-Videos auf meinem Kanal anzusehen. Ja. Die eignen sich für solche Dinge. Es kann mir leicht geschehen, dass, wenn ich dasselbe bei Vito versuche, dass Vito auf mich zurückschnappt. Das musste ich bei ihm noch nie tun. Würde aber ein verbales Abbruchssignal nicht fruchten, würde ich es auch bei Vito versuchen, ganz sicher. Also bei Attila hat es immer funktioniert. Sieht folgendermaßen aus. Sie müssen allerdings mit dem anderen Hundebesitzer zusammenarbeiten. Geben Sie dem anderen Hundebesitzer zu verstehen, dass Sie vorhaben, die Hunde an den Fesseln zu packen, unterhalb des Sprunggelenks, sie aufzuheben, dass sie dann dastehen, als hätten sie eine Scheibtruhe in der Hand. Und jetzt ziehen Sie die Hunde auseinander. Das funktioniert aber nur dann, wenn die Hunde nicht ineinander verbissen sind. Verbeißen sich die Hunde ineinander, dann geben Sie den anderen Hundebesitzer zu verstehen, dass wir sie jetzt zusammenschieben. Schieben Sie die Hunde aufeinander zu, das ist wieder ihrer Natur. Im Kampf zerren Hunde aneinander. Die drücken nur äußerst selten. Im Normalfall sollten zwei verbissene Hunde, wenn sie sie an den Fesseln haltend aufeinander zuschieben, den Griff lösen. Dann müssen sie schnell sein, denn die lösen den Griff nicht ewig, die warten nicht lange. Die packen wieder zu. Ja. Wenn sie das schaffen, die Hunde zusammenschieben, auf den Fesseln haltend und die den Griff lösen, dann ziehen sie sie auseinander. Fruchtet das auch nicht und auch das ist mir schon geschehen mit Attila. Das heißt, Abbruchssignal funktioniert nicht. Auseinanderziehen funktioniert nicht auf den Fesseln, weil die Hunde ineinander verbissen sind. Sie geben den anderen Hundebesitzer zu verstehen, wir versuchen es mit Zusammenschieben. Auch das funktioniert nicht, die sind zu überzeugt ineinander verbissen. Dann kommt der Breakstick zum Einsatz. Hier gibt es verschiedene Herangehensweisen. Schauen Sie, ich hatte mit Attila immer einen Breakstick mit und ich würde auch jedem anderen Besitzer von Bullterrier-Rassen und einigen Molosser-Rassen einen Breakstick empfehlen. Schauen Sie, speziell jeden Hundebesitzer einen Breakstick empfehlen. Denn auch wenn Sie keinen Hund haben, der zum Verbiss neigt, kann es immer geschehen, dass Ihr Hund in einen Konflikt gerät mit einem Hund, der sich verbeißt. Und dann ist ein Breakstick Gold wert. Ja. Ich möchte behaupten, dass speziell Bullterrier und Hunde mit großen Köpfen und kurzen Fängen zum Verbiss neigen. Ich habe nicht gesagt, dass das Hunde mit langem Fang nicht tun. Auch die tun das. Aber Bullterrier-Rassen und Hunde mit großen Köpfen und kurzen Fängen neigen mehr zum Verbiss als Hunde mit langen Fängen. Das ist nun mal so. Also, zurück zum Einsatz des Breaksticks. Es hat nichts genutzt, kein Auseinanderziehen, kein verbales Kommando, kein Zusammenschieben. Die Hunde sind ineinander verbissen. Packen Sie den Hund am Halsband oder am Brustgeschirr und setzen Sie mit der anderen Hand zwischen Molern und Prämolaren, also zwischen vorderen und hinteren Backenzähnen, den Breakstick an, öffnen Sie den Kiefer und ziehen Sie den Hund weg. Das geht allerdings nur dann, wenn sich nur ein Hund verbissen hat. Wenn beide Hunde verbissen sind und Sie einen Hund vom Griff lösen,
den Breakstick dann an den anderen Hundebesitzer weitergeben, damit der dasselbe tut wie Sie, dann wird Ihr Hund wieder zupacken. Das ist klar. Also hier ist es natürlich im optimalsten Fall so, dass beide einen Breakstick mithaben. Doch das ist seltenst der Fall, das weiß ich aus persönlichen Gründen. Die Welt ist nicht immer rosarot, dann ist es eine Trickserei. Ein Vorschlag meinerseits ist vielleicht, wenn das Ganze irgendwo stattfindet, wo Steckchen am Boden sind, dann können Sie auch einen Stecken, einen dazu geeigneten Stecken wie einen Breakstick benutzen, wenn er stabil genug ist, ja? Wenn keine zwei Breaksticks da sind. Also, ruhig bleiben, das auch dem anderen Hundebesitzer vermitteln. Verbales Abbruchssignal. Im Fall der Fälle sehen, das dauert etwas länger als nur einige Sekunden. Aus! Ruhig 2-3 Mal versuchen, wenn es nicht geht. Zusammenarbeiten mit dem anderen Hundebesitzer, ihm zu verstehen geben, wir versuchen das. Mit der Scheibtruhe nehmen wir unsere Hunde auf den Fesseln, heben wir sie auf und ziehen wir sie auseinander. Funktioniert das nicht, weil beide Hunde ineinander verbissen sind, dann arbeiten sie zusammen, indem sie beide Hunde ineinander schieben, aufeinander zuschieben. Normal sollten sie den Griff lösen. Tun sie das immer noch nicht, nehmen Sie mit einer Hand den Hund am Brustgeschirr oder am Halsband und tasten Sie sich mit der anderen mit dem Breakstick zum Kiefer vor. Öffnen Sie den Kiefer und lösen Sie den Hund. Sind beide Hunde verbissen ineinander? Oftmals hat man Pech. Na, dann ist es eine Trickserei. Irgendwie geht es immer. Ja. Es gibt einige andere Methoden auch noch, von denen ich Ihnen kurz erzählen möchte, die ich persönlich aber noch nie angewendet habe. Ich weiß aber, dass sie in Einsatz kommen. Da gibt es ja diese Würgschlaufe, die sieht aus wie eine Red River Leine ohne Zugstopp. Und da können Sie auch auf YouTube einige Leute sehen, die zeigen Ihnen da, wie das Ganze gehandelt wird. Die stellen da einen Hund hin, dann fehlen diese Würgschlaufe über den Kopf des Hundes drüber und die ziehen die dann durch, ja, steht dann da und da an und schneiden ihm somit die Luftzufuhr ab. Und ein Hund, ein verbissener, in einer anderen verbissener Hund, lässt vom Kampf ab. Ja, das ist in der Theorie alles schön und gut, aber das funktioniert meiner Meinung nach nur dann, wenn der Hund diese Würgschlaufe ständig und permanent mit sich trägt, also um den Hals hat. Denn wie wollen Sie dieses Ding über den Kopf eines wild fetzenden Hundes platzieren können? Ja? Ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt, das ist ja, irgendwie geht sich das für mich nicht aus. Das ist für mich so, als würden Sie versuchen, beim schnellen Joggen einen Zwirnfaden in ein Nadelöhr, in ein kleines einzufädeln. Ja? In diesem Fall ist das Nadelöhr 2 Hundeköpfe, die mit 84 scharfen Zähnen ausgestattet sind, die auf und zuklappen und 2 Hunde, die sich in dieser Manier bewegen. Ja? Also wie schafft man das? Kann mir das nicht vorstellen. Bringen Sie es allerdings fertig, ja, irgendwie mal diese Schlinge dann um den Kopf des verbissenen Hundes zu fädeln und zuzuziehen, ja, dann schneiden Sie ihm die Luftzufuhr damit ab und der Hund wird zum Kämpfen aufhören. Denn auch unsere Hunde, seien sie noch so überzeugt von ihrer Stärke, brauchen Sauerstoff zum Atmen, früher oder später. Also wie gesagt, das ist eine Sache, die ich selbst noch nie angewendet habe und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es im Fall der Fälle, wenn es wirklich zu einem hitzigen Kampf kommt und der Hund diese Schlinge nicht permanent um den Hals trägt, ja, dass es äußerst schwierig sein wird, ihm diese beim Kampf, im hitzigen Gefecht irgendwie um den Kopf zu ziehen. Ja, und dann gibt es noch eine Methode, die ist mir etwas peinlich, aber ich habe davon gehört. Ob sie funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe sie noch nie angewendet. Ich weiß von einem Herrn, der bei dem Kampf 2 Hunde, wo ein Hund unter keinen Umständen mehr auslassen wollte, nur mehr eine Möglichkeit sah, und zwar seinen Daumen in den After dieses Hundes einzuführen. Ja, also der hat den Daumen in den Hintern gesteckt. Hui! Der Hund hat abgelassen, ja, also der hat den Kampf dann beendet. Liebe Zuseher, tun Sie mit diesem Vorschlag, was Sie wollen. Ja. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das geht oder nicht. Ich kann mir vorstellen, würde ich mich in jemanden verbeißen und jemand das bei mir tun, ich würde loslassen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie das bei Hunden ist. Ja. Wie gesagt, ich habe das nur gehört. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Ja, liebe Zuseher, nochmal. Alles, was Sie jetzt von mir gehört haben hier, funktionierte bei meinen Hunden. Bei meinen Hunden funktionierte das. Bei Ihrem Hund funktioniert das vielleicht nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die Scheibtruhe so intelligent von mir wäre bei Vito, denn vielleicht schnappt auch der auf mich zurück. Vielleicht tut er es aber nicht, genauso wie mein Attila es nicht getan hat. Ja. Ich bin noch nie in die Situation gekommen, wo ich das versuchen musste, aber ich würde es
versuchen, wenn nichts anderes mehr hilft. Sie verstehen schon, was ich meine, ja. Kommentarfunktion geöffnet. Ich würde mich freuen, wenn Sie da Ihre Erfahrungen reinschreiben, was weiß ich, volle Einkaufstaschen in den Kampf reinschmeißen, Schlüsselbunde reinschmeißen, Chinellen neben den Hunden zusammenschlagen oder bla. Sie wissen schon, alles, was Ihnen nützlich war in solchen Situationen, schreiben Sie da rein. Wir alle können davon profitieren. Ich, genauso wie viele andere auch, denn wir sind alle nicht davor gefeit, dass unsere Hunde mal in einen Konflikt geraten, möchte ich sagen. Ja, das war das Video zum Thema Mein Hund ist im Kampf, was nun? Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt Daumen nicht vergessen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.